So, willkommen zurück zu Disco Elysium, Freunde. Bin wieder da mit Corseteux und seinen verrückten Gehilfen. Wir haben schon diesen irren Blick drauf. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Für mich eine neue Aufnahmesession. Nicht allzu lang gehen, aber wir gucken mal. Als allererstes schaue ich mal im Inventar nach. Tagebuch haben wir hier, da gibt es neue Einträge. Bezahl die Schäden. Jetzt für die Schäden aufkommen, die du Whirling and Rage verursacht hast, sonst hast du heute Nacht keine Bleibe. Frage heute Leute nach Geld und behalte deine Ausgaben im Blick. Erkundige dich bei Gott, wenn du nicht sicher bist, wie viel du ihm schuldest. Bitte danach wie um zusätzliche Geldmittel. Man hat bei der BMA angerufen, um die Hinrichtung zu melden. Wenn du herausbekommst, wer es war, wirft das vielleicht ein neues Licht auf die Ereignisse. Du hast keine Ahnung, wo du anfangen könntest, aber der Anruf könnte von jeden gekommen sein. So, und wir haben jetzt ein Gedankenkabinett. Verinnerlichen. Spüren wir mal etwas zurück. Verfolgen wir deinen betrunkenen Weg nach Hause. Du springst über die hochgezogene Kanalbrücke und südwestlich von hier. Du fällst hin, du stehst auf, nach 20 Minuten runter vom Asphalt. Du schlurfst durch Innenhöfe und erschreckst kleine Kinder. Geh unter der 881 hindurch, der großen Hochstraße, bis du in Jammerg Nord nach Elysium kommst. Zu dieser Jahreszeit sind die Straßen mit einer Schicht Eis überzogen. Verinnerlichen. Dort kommst du zu einer Seitengasse und zu deinen Fußabdrücken im Schlamm. Worüber dein Forschungsbonus? Enzyklopädie plus 1, Forschungszeit 6 Stunden. Wait, what? Mache ich das jetzt? Ja gut. Wir haben jetzt mit dem Typen geredet. Wir haben eigentlich mit allen geredet. Der meinte dann hier hinten in den Hof rein, oder? Wait. So, nehmen wir, oder? Heiliggegenstand. Hier ist die Speisekarte von einem femininen Handschrift verfasst. Was? Ja, so schnell kann ich leider nicht lesen. Wir sollen irgendwo raus, hieß es, ne? Hier raus? Oder hier? Hier geht nicht. Okay, dann müssen wir da raus. Ja, dann machen wir das doch. Das ist aber nicht mit dem Regen. Und wir hätten die Schlüssel mitnehmen können, ne? Eben mal kurz, was ich im Inventar habe. Ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal mit den Leuten noch weiter, oder?
Eine gewaltige tektonische Kraft hat das Pflaster geknackt, wie eine Eierschale. This Postlavantorie mail collection box has been heavily vandalized with graffito. A closer inspection reveals 2 bullet holes in the front. A faint sticker on the side reads, RCM Emergencies Desk number 8102, with a slogan, Mankind, be vigilant. Ja, das passt irgendwie nicht alles zu uns. Before you stands a motor carriage. The bodywork is covered in blue and white livery, bearing the number 57. Vapor emanates from the large engine on the back of the vehicle. It hasn't had time to cool off yet. This must be the infernal machine that tore you from oblivion. Öffnest die Tür? In the cabin, you are welcomed by a set of steering levers, a radio microphone on a hook, a pull-out toolbox under the seat, and the soft glow of the fuel preheater gauge. A scent of leatherwork and heavy fuel oils washes over you. Du ziehst den ausziehbaren Werkzeugkasten heraus. A metallic drawer slides out from under the seat and clicks into place. The tools inside are neatly organized. Take what you need, officer. It's going to be a long case. I'm not protective of my tools, like some men are. Nett von Ihnen. He's clearly a little protective of his tools. But what can you do? Work is work. Ja, der Bolzenschneider ist auch mega gut. The handles are long and sleek. Snap, snap, go the cutters in your hand. You can do good work with these. Cut chains, locks, and ropes, especially belts. Ja, die Brechstange nimmt man dann auch mit, gar keine Frage. The pry bar feels nice and cold in your hand, heavier than you'd think. Useful for opening all sorts of doors and lids. Und du nimmst die Taschenlampe mit Handkurbel. It's robust, weatherproof, and well made. Police issue, blue. Lets you see things in the dark you would otherwise miss. The pull-out toolbox slides back into its nest. Preheater gauge casts a warm glow on the steering levers and the radio on its hook. Du streichst mit deinen Fingern über einen der Lenkhebel. The white suede feels luxurious under the touch, and the metal clutch handle so very familiar in your palm. Du tippst auf die Vorglüher-Treibstoffanzeige. As you tap on the gauge, the indicator pin jerks as if startled. It's in the large orange sector, indicating the engine is warm. Next to the gauge is a red switch labeled heat. There's no use pressing the heat button. It won't start without the ignition key. Den hat den wahrscheinlich eher. Translation: we're not going anywhere right now. Alternative translation: don't even think you can drive my MC. Das kann auch sein, ja. Ich glaube, beides ist sogar wahrscheinlich. Kim, was haben wir denn hier? Was ist das für eine Maschine? This is the Kupris Kinema, my motor carriage. You can use the toolbox and the radio if you'd like. Motor carriage, motor carriage. Something bad with a motor carriage. A dark lump rises in your throat.
Haben alle Polizisten in der BMA so abgefahrene Motorwagen? The Caprice Motorcar does provide most of our patrol vehicles, yes. But this is different. This is a sports model. Vielleicht irre ich mich, aber dieser hier ist ein Sportmodell, oder? You're right. I didn't take you for a motorcar enthusiast. Do you also like tip-top, detective? Was ist Tip-Top? An interstellary racing series. You should definitely give it a go if you like motor carriages. It has fantastic competition. Ja, das sagen wir mal nicht. Warum wird mir bei dem Begriff Motorwagen so mulmig zumute? Nothing. It's probably nothing. Forget I brought it up. Please proceed with the carefree lollygagging. Ja, ich glaube, das mit der Runde drehen können wir uns, glaube ich, schenken. In the cabin, you see a set of steering levers, a radio on a hook, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Ja, jetzt ist halt die Frage, wie sollen wir das Funkgerät nehmen, ne? The frequency tableau lights up, and the green button labeled Prime Line glows like a feline eye. And then you hear something. The soft purr of electrical kittens, radio waves cast far and wide over the metropolis. A woman's voice greets you through the static. This is Precinct 57. Hello, Lieutenant. How may I assist you? Alice. Hello, Alice. Please assist our colleague from the 41st precinct here. I'm putting him on. Operating the radio is easy. Just be confident. You've probably done it 1,000 times. Hey Alice, hier spricht der Officer vom 41. Revier. Schön, Sie kennenzulernen. This is Officer Alice Demetri, Precinct 57. How may I assist you? Under the green prime line, a yellow saved button catches your eye. You wonder what the lieutenant's default radio station is. Sie müssen mich bitte mit einer Zivilistin verbinden, einer gewissen Sylvie. Möglicherweise hat sie einen Mord gemeldet. Of course. What is the number, officer? Kim, hat Guard Ihnen nicht Sylvies Nummer gegeben? Yes, hold on. Her number is 005 1944 298. Received. Hold on, officer. Du wartest geduldig. Lieutenant Kitsuragi slowly begins to tap a little rhythm with his right foot. Quite a lot of time has passed. Officer, I have Sylvie Malaika on the line for you. Ah, okay. Yes, hello? Eine weibliche Stimme grüßt sich durch das Rauschen hindurch. Sie hört sich an, als sei sie Millionen von Meilen weg. Hallo, hier spricht die Polizei. Ich habe ein paar Fragen zu Ihren letzten Arbeitstagen. Oh, right. Hello, officer. What can I do for you? Haben Sie die Polizei gerufen? No, not me. Dann hat er doch gelogen, oder? Wissen Sie, wer die Polizei gerufen hat? No, sorry. I don't. Not a lot of people have phones around here. Copper thieves take the wires. Das
Wahrscheinlich gar nicht mal so nicht mal unwahrscheinlich. People don't have the money to have the cables put in again. They use the Union's phone, or the one on the coast. So the Union has a phone, and there's one further down the coast. Got it. It was someone else. We'll find them sooner or later, officer. It just might take a while. Aber warum haben Sie denn nicht angerufen? Hat es Sie nicht gestört, eine Leiche hinter Ihrem Arbeitsplatz hängen zu sehen? What? Of course it bothered me. But I thought the Union already knew about the corpse. Okay. Was hat denn die Gewerkschaft damit zu tun? No one calls the police. The Union would get angry. Wie meinen Sie das? You know, what the Union says goes. People listen to them and they take care of their own, which is like everyone here. Moment. Kim, du hältst dein Mikrofon weg. Sagt sie die Wahrheit? Hat die Gewerkschaft dir das Sagen? Legally, no. In reality, yes. Martinez is de facto policed by the dock workers' union. Words are not necessary to feel the lieutenant's discontent for the situation. Ich verstehe. Vielleicht gibt es etwas anderes, von dem Sie mir berichten können? I don't know what to tell you, officer. I didn't call you because I didn't want to get in trouble with the others. With the Union. I'm sorry about that. Okay, nächste Frage. Yeah, go on. Sie haben Ihren Job in Whirling hingeschmissen. Warum? You mean why did I leave the bar? Honestly, I'm not really comfortable discussing it with you, sir. Okay, was Privates. Why not? Moment, warum sind Sie nicht bereit, mit mir darüber zu sprechen? Let's just say I left because I needed to get away from someone. Aha. Von wem wollten Sie sich fernhalten? You know whom? Das wissen Sie doch. Echt? Wissen wir das? Na schön, ich will Sie nicht weiter unter Druck setzen. Werden Sie irgendwann wieder zur Arbeit kommen? Maybe, I don't know. I just know I have to take some time off right now. Ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Danke, du beendest den Anruf. I do hope so. Please, don't call me again. Bye. Empathie. Ja, komm. Tschüss, Sylvie. You hear the call breaking up on the other end of the radio, and then the already familiar voice. Anything else I can help you with, officer? Können den Knopf drücken, ne? Ist schon sehr verlockend. Ja, will ich das melden, dass ich meinen Ausweis verloren habe? Das ist dann schon sehr peinlich, oder? Und außerdem wird er uns dann wahrscheinlich fragen, warum wir den verloren haben. Wir halten das mal, wir hätten mal den Deckel drauf, ne? Ich drück mal den... As always, it's DJ Mesh and Felicio, and you're listening to Street Freaks FM, bringing you the hottest, the nastiest, the most vulgar. Okay, das ist ein Radio. A flock of seagulls takes off nearby, startled by the roaring radio. Right away, the lieutenant reaches into the cabin and turns off the radio. He's not looking at you as he says, Someone must have been messing with the radio, or maybe picked up a random frequency.
You wanted a prime line, right? Speed Freaks FM, hm? Oh, is that what it was called? Er gibt sich große Mühe, überrascht zu wirken. Go for it. Turn the radio back on while it's still on the Speed Freaks FM. Nimmst das Funkgerät erneut in die Hand. Souped up motor carriage for one bad mama's boy. For the heavier foot and the freakier. God damn it! Link wie ein Viper schaltet der Lieutenant das Gerät wieder ab und stellt es auf Hauptverbindung. Dann wendet er sich zu dir zu. Look, it helps me to stay alert on long nights, okay? It's a method. I'm not some kind of speed freak or... Schüttelt mit dem Kopf und starrt wütend zum Boden. Wie war das mit dem Bleifuß? You would be too if you had this motor carriage. Boah. Schnauzt er dich mehr oder weniger ernst an. But seriously, let's quit joking around, alright? We have a case to investigate. This is Precinct 57. Can I connect you to someone? Nö, erstmal nicht. Ich bin mit dem Funkgerät fertig. 57's over and out. In the cabin, you see a set of steering levers, a radio on a hook, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Aber wir können es nach wie vor benutzen, oder? Ja. Der Schaden könnte von einem Erdbeben herrühren. Könnte sein. So, was ist denn wieder? Wir haben jetzt mit der Zeugin geredet. Wir haben jetzt einen Bolzenschneider, wir haben jetzt eine Brechstange und eine Taschenlampe. So, wer hat die Polizei das Verbrechen gemeldet? Suche weiter nach der Person, die den Anruf getätigt hat, auch wenn du keine konkreten Anhaltspunkte hast. Dies könnte eine Weile dauern. In dieser Schubkarre schmilzt ein Schneehaufen vor sich hin. Auf dem Straßenschild steht: Fick die Polizei. Nett. Verpisst euch, Bullenschweine. Der Straßenname ist nicht zu erkennen. Tja, offenbar sind wir hier nicht gerne gesehen. Waren aus dem Lastwagen liegen willkürlich verstreut in der Umgebung herum. Ein Hochglanzmagazin. Die kräftigsten Männer. Diese Ausgabe enthält eine Top-10-Liste. Jump Jams, ein beliebtes Musikmagazin. Wir können mit ihm reden. Da gibt es wohl Sachen, die wir machen können. Mit ihm können wir auch reden. Es liegen Flaschen drin. Hättest du eine Tüte, könntest du sie einsenden. Rue de Saint-Gilet. An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. Hauptraumgebäude A. An off-key melody starts playing after you ring the doorbell. Then a woman picks up the receiver. Oh. Kuno, please stop calling here. Grown-ups don't have time for your stupid game. Wer ist Kuno? Hier ist die Polizei. Öffnen Sie bitte die Tür. Oh, I'm sorry, officer. I thought you were...
Codes überlagert und rauschen ihre Worte. But the doorbell is broken and the bookstore shouldn't even be on the list anymore. So I can't help you. Please don't call here again. Thanks. A single beep indicates that the line has gone dead. Okay, ich glaube, hier gehen wir noch nicht weiter. Ja, ich würde sagen, wir reden einfach mal den Leuten hier und wir kriegen vielleicht ein paar Informationen. Gut, dann, weiß halt nicht, wie weit kann ich denn hier laufen? Haben wir nicht eine Map? Ich brauche eine Stadtkarte. Ja gut, dann reden wir mal mit den Leuten hier, ne? The RCM in Martinez. What can I help you with? Ich habe ein paar Fragen an Sie. Of course. What can I help you with? Was hat das mit diesem Fick die Polizei auf sich? Excuse me? Die versteht nicht. She's uncomfortable. Maybe you should drop this line of questioning. Auf diesem Straßenschild steht Fick die Polizei. Du zeigst darauf. Oh. Well, I didn't write it there. I'm just sitting here. Was ist mit dem anderen Schild? Verpisst euch, Bullenschweine. Wer sind diese Bullenschweine? I don't know anything about that either. As I said, I didn't write it. Pig is a widely used term for members of the police. It's not loving. No need to worry, we are not saying you did. Okay. Well, I didn't. Sie lehnt sich zurück und ihre Schulter entspannt sich. Wer genau sind Sie? Me? I am just a gardener. She hides it well, but behind the sweat and dirt there is something else in her rigid posture. Cool, und was machen Sie hier? I'm working. Woran arbeiten Sie? I have a greenhouse in the yard there. I've been trying to get some work done. Aber? Well, as you probably know, there's a corpse hanging from a tree there. It smells pretty bad, so I have to take breaks. Don't worry, miss. We are here to clean it up. You can get to work soon. Thank you. My head is about to explode from all the salts I've had to inhale. Salts? Ammonium salts. Perhaps useful for later. Wir brauchen Hilfe bei der Orientierung. Since the street sign's messed up? Okay. What do you need? Die Leiche, wo genau ist sie? It's there. In the yard, right through the hole in the fence. Even all the way over here, there's a drop of death in the spring air. Wo bin ich? What do you mean? Ich bin ein wenig orientierungslos. Das hier ist, Revacol, oder? Yes, sir. District of Martinez. This intersection is called Roundabout North. Aha. He knows where we are. He just wants directions. Den Lieutenant scheint es unangenehm zu sein, dass er solche Orientierungslosigkeit zeigt. Was befindet sich oben im Norden? There's the pier, the Cape Side apartment buildings, some more tenements. Not a lot, really. Was befindet sich östlich von hier? The harbor gates, some kind of commotion, I think. I don't follow the local politics. A fleet store, too.
Was befindet sich südlich von hier? Some shops and a bridge. The canal bridge leads to the coast, but it's broken, I think. Some kind of accident, probably. Was befindet sich auf der anderen Kanalseite? Just coast. There's a little fishing village there, and a fish market. But that got closed down ages ago. Was befindet sich westlich von hier? It's just water. No, actually, I think they call it the Martinez Inlet. There are some islands in the bay, but they're hard to reach. Danke, das wäre fast alles. No problem. Sie nickt und wischt sich ein Stück Erde von der Wange. She's very well composed. Back straight. Ich muss los. Of course. I won't hold you back. Sie wischt sich mit den kanariengelben Handschuhen über die Stirn. If there's a corpse, then you're going to need those gloves for the autopsy. Eine Sache noch. Kann ich Ihre Handschuhe ausleihen? Sure, keep them. I have another pair. Sie überreicht ihr ohne sichtbaren Unmut die Gummihandschuhe. Vielen Dank. Also wir haben jetzt die Gummihandschuhe bekommen. Wo sind die denn? Hier. Okay, das heißt, wir sollten vielleicht mal nach der Leiche gucken, oder? Oder sie hat gesagt, im Westen ist nichts, oder? Das heißt, wir gehen erstmal in den Westen und schauen. The worn and beaten wooden planks of the bench do not look overly comforting. We can sit on benches after we've solved the murder. Let's go. You can revisit the bench if you ever need to pass the time when Lieutenant Kitsuragi is gone. Aha. Also theoretisch kann ich mich da hinsetzen. Gut, dann sprechen wir mit den Leuten, würde ich sagen. Was geht hier? Hallo, meine Dame? Have you no shame? Whining about your back every time you bring out the measuring tape. René, you're a man with a fork in a world of soup. Please, let's just try to enjoy the game, alright? Der andere ist ein großes Sandwich. I'm trying to, but you keep breaking my concentration. You're old. I can see that. We're both old. Now stop grabbing your ass like it's a girl. These manly men are playing balls. This is a ball game. Grab a ball and play it. Don't ask questions. Shoot first. Ask questions never. Sollte ich nicht erstmal fragen, was das für ein Spiel ist? No, you got this. There's the ball. You're the game. Du beobachtest sie lieber erst einmal. Oh. Auge-Hand-Koordination. Mittel. Du nimmst die Kugel auf und zeigst ihnen, wie der Hase läuft. Ja, komm. Ab geht er. You are immediately surprised by the ball's lack of weight. No matter. You'll make it work. Du fühlst die Kugel. Du stößt sie. Du hast die Kugel. Ich nimm mal du fühlst die Kugel. The cold metal ball is surprisingly smooth against your neck. It has a pattern on it. Probably a sponsored ball. Yours would only be covered with bumps of learning and scars of victory. Already your muscles are adjusting to the weight, the nervous system calibrating, until you and the ball have merged into a single entity. The man ball is ready. Du lässt die Umgebung auf dich wirken.
A chilly breeze ruffles your hair as you stand there, feet firmly planted. All sounds, smells, even the wind, everything fades until the only thing left is the union of man and ball. Du stößt sie, du bist die Kugel. Merde! Bordel de merde! Was? What the hell is your problem? Problem? Ich kapier's nicht. You vandalized our game, son! We can't play petanque with 5 bull! Tut mir leid, das war ein Missverständnis. Oh Gott. Oh, Petanque, ich verstehe. No! No, you don't! Our petanque game is ruined! We want our bull back! Take it easy, René. This is just a misunderstanding, isn't it, officer? No harm done. Of course there's harm done, you orange slug! You owe us a goddamn bull! Oh, Kacke. Okay, ich werde versuchen, das wieder in Ordnung zu bringen. Du nimmst den Auftrag an. Good! Mistakes are forgiven when men at least try to right their wrongs. I believe you will try. Now, why did you approach us? Sie spielen in einem Krater. Yes. The terrain here provides an interesting variety to a familiar game. Hat es hier ein Erdbeben gegeben? No. It was left by heavy artillery fire. Okay, der Krater ist also eine Folge von Artilleriebeschuss, aber warum? Why what? Warum hat man mit schweren Artillerie gefeuert? Because that's what happens when communards hijack your country, execute your supreme leadership, and turn your capital into a slaughterhouse. You use heavy ordnance to clean up your home. Haben Sie den Feind unter Artilleriebeschuss genommen? Sadly, no. It was the foreigners who brought them to their knees. We fought valiantly. Too valiantly. So valiantly we got licked. Should have fought dirty, like they did with their suicide sex cult propaganda and mad anarchist women strapped to shrapnel bombs. We didn't though, and we lacked caliber. God bless him, but the suzerain's cannons simply weren't big enough. It was probably a bit more complicated than that. Warum wurden Sie hier in Martinez beschossen? Because this place is a damn beachhead. Had to soften the commies up first. Der Brückenkopf? Yes. The military coordinated amphibious landing to take back Revachol. Martinez was used as one of the 3 footholds in Revachol during Operation Deathblow in 08. The other 2 are off in Stella Maris and the Delta. Todessieb, hört sich ja grauenvoll an. This here is Blood Ground, where coalition boots first made landfall and cleaned those rabid dogs out. Most likely, we're playing petanque on their mangled corpses. Blood ground. You got old René going there. Like he isn't hungry enough already. Aha, das erklärt all die Kriegsschäden. Damn right, son.
They lit the fire of hell on the city before they stormed it. And it worked, too. Er hat einen merkwürdigen Schimmer in seinen Augen. The rest of the city got cleaned up, but Martinez they keep as a monument. And now the Union Socialists are practically running the place. Well, it's your own damn fault. You, we, the coalition, Revachol, whoever you want to blame, never finished the job. Officially, the party never surrendered. Of course they still hold influence. You don't even begin to truly understand the players on the table, let alone the specific circumstances surrounding the... What do you think? Thinking men have opinions on these things. Present one. Oh Mann, ey. Fremde Mächte haben unseren Schlamassel bereinigt und jetzt herrschen sie bei uns. Du schüttest voller Scham den Kopf. I'm sorry it had to be them. After 8 years of fighting those hyenas, boiling cats for food and drinking piss in the mountains. I would have preferred if the Right Honorable King Guillaume returned through Revachol, or even if that damn clan Frissel had risen from the grave and led us. Sadly, that was not the case. Instead, all that is just, holy, and beautiful in the world was wiped away, and now it's neon signs with toothpaste ads everywhere. Foreign influence peddling garbage and stupid music on the radio. This is just what the commies wanted. This was their plan all along. This is what they wanted to replace the role of the suzerain with. Wer war dieser Friesel? Damn Frissel. He was the king we couldn't protect. The Carabineers failed him, and the crown. He died in the hands of the Hyperlay, in a very public execution. Oh, ist ja übel, ey. He slouches as he says that. It makes him smaller, admitting they left the king to the mob. Sie haben Goliama erwähnt. A true king in both blood and mind led Revachol before Frissel. He would have been better, but the damn commies drove him into exile. Was genau ist ein Suzerän? The suzerain is the king! Has everyone forgotten already? They've forgotten already. It's no use talking to you. You were still in Daddy's balls when it happened. When we took our last stand against the filth and rode the cavalry straight into gunfire. Okay, das kann man nicht machen. Wissen Sie etwas über den Mann, der im Hinterhof des Whirling in Rags erhängt wurde? Unfortunately, I don't. Unlike most of the locals, I have no qualms about assisting law enforcement. But this affair has passed me by completely. Und was ist mit den anderen Bewohnern? In Martinez, the union is the law. So can you really blame them? Aber Sie haben kein Problem mit dem Bullen? Cop is a pejorative term. I don't have a problem with policemen. On the contrary, I admire the effort to bring order to our streets. Also noch einmal, Sie wissen überhaupt nichts. If I knew, I would not be afraid to tell you. I simply don't. I'm an old man, not a coward. The daily business of the riffraff no longer concerns me. Danke für Ihre Zeit. Und wie kann ich einzelnen Menschen hier jammern, Castor?
Ich würde mal sagen, Leute, das ist ein guter Moment, um hier mal eine Pause einzulegen. Wir haben viel erfahren, also diese Stadt wurde zugebombt. Und die spielt hier ein Spiel, was ich nicht kenne. Aber ja. Schauen wir noch mal eben rein. Wir haben jetzt 60 Erfahrungspunkte. Ersetze die versenkte Bull-Kugel. Da du Renés und Garrosh Spiel nicht verstanden hattest, hast du eine ihrer Bull-Kugel ins Meer versenkt. Es war ein ausgezeichneter Stoß, aber nun schuldest du ihnen eine Bull-Kugel. Oder zumindest ein ähnliches aussehendes rundes Metallobjekt. Ja, kann ich das hier nicht einfach mitnehmen? Also, aber es ähnliches Rundes. Na gut. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann zu einer weiteren Folge wieder. Danke fürs Einschalten. Tschüss.